Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Hier sind sie, die wahrscheinlich buntesten Science-Fiction-Modelle aller Zeiten. Vielleicht, ne? Die beiden großen Display-Modelle der zweiten Produktwelle Star Trek. Ja, Star Trek. Sie sind da und das sind die Produktmuster. Das sind noch nicht mal mehr die Produkte. Nein. Sie werden noch ein wenig anders in der Farbgebung. Meinst du, ne? Ja, schon. Hoffen wir mal. Wir wollen sie uns heute aber schon hier mal... ist schon ein bisschen grün drin. Also. Ja, so ein bisschen. Und vielleicht ist auch hier der ein also hier ist ein hellgrauer Stein, das ist gut. Aber gucken wir sie uns doch mal nacheinander an. Fangen wir mit dem klingonischen Bird of Prey an, dem irgendwie der Sticker fehlt. Ja. Also das wird natürlich, ich meine, hier ist es ein Sticker, hier ist es auch ein Sticker, aber das wäre ein Prinz hier auf den Schildern mit dem Logo des klingonischen Imperiums und Informationen zum Schiff. Natürlich. Fehlt jetzt nur hier auf dem Prototyp. Und er ist groß. Er ist groß. Sehr Jawohl. Groß. Es sind zwar nur 1539 Teile. Nur, sagt er. Nur, ja, das ist schon ordentlich. Es ist also kleiner als die Enterprise D und die Enterprise von Kirk aus der ersten Welle, aber das ist richtig. Ob es ausladend groß. Ja. Jawohl. Von vorne wie hinten schick. Haben wir da vorne diesen Torpedo-Launcher, dieses Loch? Das ist da. Jawohl. Das wird natürlich auch farblich entsprechend angepasst. Ja. Hier ist es sogar grau. Ist sogar mal eine angenehme Farbe. Ja, okay. Der steht auf einem ziemlich hohen Stand. Ne? Ja. Sieht ja auch schick aus. Also höhentechnisch ist er halt angepasst im Grunde genommen an unsere anderen großen Modelle. Das Problem halt oder was heißt das Problem, aber die Sache bei den Schiffen, also der Enterprise D und der Original Enterprise ist natürlich, dass die den Rumpf haben, dann einen sehr langen Hals, dann die Untertasse. Ja. Und dadurch sind die schon, wenn die ziemlich nah am Tisch stehen, quasi, wenn der Stand nicht besonders hoch ist, trotzdem sehr hoch. Werden sie sehr hoch, genau. Dementsprechend haben wir den höher gesetzt. Du hast da aber noch was liegen. Ja, hier sind so Teile. So Teile. Die gehören dazu. Also, und das ist jetzt nicht irgendwie... ein Escape-Pod oder so. Genau, nein, ist es nicht, sondern man kann den hier natürlich auch runternehmen vom Standfuß. Ja. Und der hat hier unten das Loch für den Standfuß. Das Loch für den Standfuß. Ist natürlich nicht besonders schön. Also jetzt ohne den Standfuß. Und deswegen haben wir zum Beispiel das hier. Ja. Ist was ganz Kleines. Und das kann man dann hier so ranpacken. Ich mache es jetzt mal nicht fest, weil sonst muss ich es wieder abfummeln. Aber dann ist es hier so dran und verdeckt das. Wenn man den jetzt mal runternehmen will. Wenn man ihn jetzt an irgendwelchen Drähten oder so aufhängen will, dann hat man auch auf der Unterseite keine Öffnung. Damit er da auch schick ist und nicht so blöd aussieht. Und das hier ist noch ein Standfuß. Ja, das heißt, da kann man ihn auch draufstellen. Ja, denn wer sich an den Film Star Trek 4 erinnert, das tue ich sehr gerne. Ja, weiß, dass der da auch auf dem Planeten Vulkan gelandet ist. Und da hat er halt, also da sieht man auch diese Landekufen von dem Ding. Und wer das halt lieber mag, als den auf so einem hohen Stand zu haben, kann den jetzt auch so auf einen schönen Fuß stellen. Der ist auch auf dem Planeten Erde gelandet, da hat man noch nicht so viel von dem Standfuß gesehen. Nee, da hat man generell nicht so viel von gesehen. Da hat er den, glaube ich, auch nicht ausgefahren, weil ich glaube, dazu sind sie gar nicht mehr gekommen. Naja, ich meine, die sind ja gelandet und waren eine ganze Weile in dem Park und haben den Wahlen, aber da waren sie ja getan. Da hat man ja einfach... Ja, da sieht man halt nur... Da sieht man halt nur, dass das Gras sich irgendwie eindrückt. Diese schöne Szene, wo die Mülltonne so eingedrückt wird. Hat mir immer sehr gefallen. Ja, auf jeden Fall, man kann ihn auch so hinstellen. Okay. Und so ein Bird of Prey, der kann natürlich noch was. Der kann noch was. Der sollte auch noch was können, denn der sieht ja so schon schick aus. Genau. Der hat natürlich hier auch schön seine Waffen an der Seite. Ja, genau. Kann natürlich auch hier theoretisch die noch einstellen, wenn man das jetzt möchte. Das ist aber gar nicht so wichtig, weil das Interessanteste dabei ist natürlich, wir haben hier so ein Rad hier oben. Und wenn wir daran drehen, das ist quasi, um die Flügel, man sieht es schon, festzumachen. Ja.
kann man die auch so runterlassen. Ah. Das Rad ist aber nicht dazu da, um die wirklich hoch zu hebeln oder sowas, sondern das ist quasi nur zum Feststellen. Das ist zum Feststellen. Hat man die Flügel jetzt in der Position, die man haben will, dreht man an dem Rad und stellt Okay. die Flügel sozusagen fest. Und wenn du das jetzt so... Dann haben wir jetzt den, ich weiß gar nicht, ja, mehr so wie er so im All unterwegs ist. Ja, ne? Statt jawohl. dieser... Und dann ergibt auch der hohe Stand gleich noch ein bisschen mehr Sinn, weil Genau. dann braucht man ja auch noch einen gewissen Abstand zum Ja. Boden. Und wer das so aus den Filmen und Serien kennt, es gibt ja dann so unterschiedliche, manche haben die Flügel eher hoch, manche Ja. dann runter und wenn er halt landet, sowieso hoch. Muss er so weil- hochnehmen, sonst macht er sich seine Waffenphalanx kaputt. Genau. Das ergibt Sinn. Noch sehr bunt, bleibt er aber nicht bei uns im Shop. Und jetzt eingeblendet könnt ihr euch natürlich auch bereits die korrekten Farben anschauen als Renderings. Genau. Jawohl, und sie werden auch bald bei uns als Produktionsmuster in den korrekten Farben mit den Prints und so zum Kontrollaufbau sein. Und dann zeigen wir sie euch natürlich in den korrekten Farben auch schon mal vorab. Genau. Sehr, sehr schick. Auch hier dieses... Ja, natürlich. Ich habe mal gelesen, dass dieses Ding zur Tarnvorrichtung gehört, wenn ich mich nicht irre. Dass dieser Ring irgendwie... war ich mal auf so einer Fanseite. Also das weiß ich jetzt nicht. Da weißt du mehr als ich. Ja, vielleicht habe ich mich auch falsch erinnert. Aber ich mag das Design. Ich mag dieses, Bird of Prey fasst es halt wirklich gut zusammen. Diese Raubvögel, die so geflogen kommen. Genau. Ich liebe diese Schiffe. Das sind so von der Ästhetik her meine Lieblingsschiffe. Cool. Ja. Gut, dann haben wir noch ein Set, das ein bisschen größer ist. Ein bisschen, sagt er. Ein bisschen. Das bisher größte Set in Welle 1 war ja mit 2888 Teilen die Enterprise von Captain Kirk als Displaymodell. Genau. Und dieses Set schlägt auch in Sachen Teilen das erste um Längen. Es hat nämlich nicht 2888 Teile, sondern 2889. Wir haben einen Teil mehr reingekriegt. Ein Teil mehr. Ich weiß auch nicht, wo das ist, aber ich finde es großartig. Ja, und zu dem Set kannst du mir ein bisschen was erzählen, glaube ich. Ja, ich habe es nämlich aufgebaut. Ich weiß, du saßt schräg neben mir und du warst also eine ganze Weile mit diesem Set beschäftigt und hast das so ein bisschen geflucht. Ja, denn ich habe es nicht nur einmal aufgebaut. Ich habe es ein paar Mal öfter aufgebaut. Ja. Das Set ist nicht besonders leicht gewesen, weil Deep Space Nine hat halt irgendwie eine blöde Form für Noppensteine. Schon. Weil rund ist mit Noppensteinen immer irgendwie schwierig. Ich würde das jetzt gerne mal kippen, damit Bartosz das schön filmen kann, aber passiert ein Unglück? Sollte nicht. Sollte nicht. Sollte nicht. Ihr seht, es ist stabil. Es ist so stabil, wie ein Set in der Größe und in der Form sein kann. Ja. Frisbee spielen kann man damit nicht. Und Würde ich jetzt an auch den nicht Pylonen oben würde ich es auch nicht anfassen. Ihr seht ja, Nein. das sind jeweils 6 Noppen hier dazwischen. Natürlich bricht das. Es ist, Ja. um Gottes Willen, natürlich ein Displaymodell. Damit kann man auch nicht spielen. Aber es ist dafür bemerkenswert stabil. Weil ihr habt es auch schon gesehen, nimmt man es hier an dem Standfuß, kann man es auch problemlos irgendwo anders hintragen. Ja. Da muss man keine Sorge jetzt haben. Ich meine, gut, wenn man natürlich stolpert und hinfällt, dann nicht so gut. Aber ja, und das ist auch der Grund, warum ich so geflucht habe bei dem Set. Und du hast auch, das muss man auch sagen, hier gerade bei diesem äußeren Pylonenring noch einiges optimiert, damit er so wenig wie möglich durchhängt. Genau. Nicht durchhängen hier dazwischen ist physikalisch unmöglich. Wir reden über Kunststoff. Genau. Aber es ist so stabil, wie es uns möglich war. Ja. Und ich finde, das ist ziemlich cool. Und das Set steht jetzt auch seit einem knappen halben Jahr bei uns, oder? Ich meine, das gehörte mit zu den ersten Sachen, die du... Also ich sag mal so, 4 Monate müssten es mindestens sein. Ja. Was mich auch dazu bringt, du bist befördert worden. Ja. Du bist kein Redshirt mehr, du stirbst nicht beim Außeneinsatz. Was ist los? Ja, ich bin aus der Probezeit raus. Ne? Also Glückwunsch. so leicht werdet ihr mich jetzt nicht mehr los. Das ist ganz hervorragend. Das wollen wir auch gar nicht. Ich hoffe, ihr auch nicht. Jetzt haben wir einen Wissenschaftsoffizier, der auch für Deep Space Nine verantwortlich war.
Ja, und das Highlight dieses Sets ist für mich ja nicht die Raumstation. Das ist... Ja, das war klar. Da! Guckst du an dieses winzig... Oh, itzi-pitzi. Ich will sie doch mal jetzt mal dran lassen. Also, ihr seht, man kann sie auch andocken. Man kann sie auch andocken. Kann sie andocken. Wir haben eine Defiant, eine winzig kleine Defiant. Ist sie nicht süß? Ich finde die toll. Ich liebe sie. Ah, das ist herrlich. Die kleine. Ja, ich habe mich so gefreut, als ich gemerkt habe, oh, da ist eine Defiant. Das ist ja toll. Und ihr seht das halt hier. Hier ist dieser, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das Ding nennt, dieser 1x1 Roundplate mit einer Bar dran. Mit einer Bar dran, ja. Und die könnt ihr natürlich theoretisch auch, also hier, das ist ja so eine Andockrampe, wo man sie gerne mal sieht. Oder eben hier diese Andockrampen an den Ringen. Da kann man sie auch reinstecken. Und dann eben hier die Deep Space, nein, sag ich schon. Die Defiant dran machen und dann ist es zum Beispiel am Außenring angedockt. Und ihr habt es gerade gesehen, ich bin dagegen gestoßen. Es ist nichts passiert. Ja. Also auch das hält sie aus. Und ich liebe an der Defiant, dass sie, obwohl sie so winzig klein ist, diese spezielle Form der Warp-Gondeln, die halt nicht parallel verlaufen, trotzdem zeigt. Ja. Selbst in dem Format, selbst in der Größe. Klasse. Es ist ja noch kleiner, noch deutlich kleiner als unsere Mini-Defiant. Wir haben ja, auch in der zweiten Welle, glaube ich, ne, eine Defiant bei den Mini-Modellen dabei. Und die ist ja immer noch, also die ist ja viermal so, ist ja so ein Watz. Watz ist es noch nicht, aber so groß. Und hier haben wir sie in itzili-bitzili klein. Und sie hat trotzdem die korrekte Form der Warp-Gondeln. Das ist klasse. Deep Space Nine zu machen ohne die Defiant ist halt so ein bisschen, stimmt. Das geht nicht. Die gehört dazu. Das kann man machen, ist aber sinnlos. Richtig. Ich meine, sonst hätte auch nicht wirklich ein anderes Schiff Sinn gemacht. Ja. Ich meine, man hätte ja noch so ein, sorry, aber ich meine, die Defiant ist 170 Meter lang. Ja. Ein Runabout hat, glaube ich, 25 oder 30 Meter. Das wäre dann halt eine Noppe oder so. Starten die nicht irgendwie von Die starten, die kommen irgendwo, die fahren da so raus. Ne? Ja, genau. Ich glaube, hier sind diese Rampen und das wäre dann, es wäre eine Noppe gewesen. Ja. Vielleicht 2. Oder maximal so ein wie heißt das, so ein Ingot, weißt du? Ja. Aber es kann man dann nicht erkennen, was es sein soll. Sagen, das sieht man dann nicht. Ja. Also wir haben hier, wie man es erwartet, wie es sein soll. Wir haben die großen Pylonen, an denen hier oben ja auch große Raumschiffe andocken. Ich erinnere mich daran, dass hier mal so eine Galaxy Class, so in, ich glaube, der ersten Episode überhaupt. Ja, das war auch eine ganz spezielle Galaxy Class, die da hing. Wir haben hier den Andockring. Hier werden diese Raffinerie-Module drin, denn das ist ja eigentlich eine Minenstation. Genau. Das Habitat-Modul ist das hier. Ja. Und hier ist die Promenade drin. Genau, und das Promenade Brücke und so. Dann hier oben müsste die, wie nennen die nennen das ja nicht Brücke, sondern, wie heißt es denn bei der Station? Da komme ich gerade nicht drauf. Ich komme auch gerade nicht drauf. Der Kontrollraum nennen wir es. Unten ist der Reaktor. Ja. Und dieser Flügel hier ist der Antrieb. Nein. Nein, der Propeller ist kein Antrieb. Das ist halt einfach... das ist auch so eine Phalanx, ich weiß. Genau. Ja. Und hier, das ist, gehört, glaube ich, zur Bewaffnung der Station. Ja. Da ist dann bei dieser einen wunderschönen Doppelfolge Photonen-Torpedo-Launcher ausgefahren, von denen die Klingonen irgendwie nicht dachten, dass sie da sind. Ist das nicht sogar, also gibt es nicht in der Folge sogar auch ein paar von denen, die sind dann meistens nur sehr kurz zu sehen. Ich wollte gerade sagen. Die sind nur sehr kurz zu sehen. Ja, schön. Eine spannende Form. Deep Space Nine hat eine sehr spannende Form. Dieses dreigeteilte ist für Noppensteine nicht unbedingt perfekt. Rund plus gedrittelt ist schwierig. Ja. Aber unsere Designer, muss ich ja sagen, Adrian und Niklas, der das Ganze halt dann physisch vor sich hatte und noch deutlich überarbeiten konnte, haben ein, wie ich finde, sehr, sehr schickes Modell zustande gebracht. Und das bleibt nicht ganz so bunt. Nee, ich freue mich schon. Auch da haben wir natürlich schon Renderings im Shop, ist ja klar. Und das Modell wird hellgrau. Genau. Das Modell wird hellgrau, weil mein technisches Handbuch Deep Space Nine sagt, die Station ist hellgrau. Und weil CBS Viacom sagt, die Station ist hellgrau. Ja.
Ihr könnt euch die Serie noch so oft anschauen und die sieht in jeder Folge anders aus, je nachdem, wie die Umgebungsbeleuchtung im All gerade ist. Genau. Laut Viacom ist sie hellgrau und wir machen sie hellgrau. Richtig. Ja. Das ist sie. So ist es. 2889. Ein Teil mehr. Ein riesen Set. Viele von euch haben sich auf die Deep Space Nine als großes Displaymodell gefreut. Ich mich auch. Und ihr seht, sie wird gigantisch. Gucken, ob ich hier gerade den... Gucken wir doch schon mal kurz nach dem Durchmesser. Also ohne die Fallen, das ist ja Cheaten. Ja. Sind wir bei knapp über 60 Zentimetern. Und das Ganze ist ungefähr 44 Zentimeter hoch. Boah, das ist ein tiefes Regal. Ja, das mit dem Regalplatz hatten wir auch das Problem. Ja, da stand bei uns auch, als es noch hinten in der Noppenstein-Werkstatt stand, nicht im Regal, sondern oben drauf, weil es passte nicht rein. Es passte nicht ins Regal. Leider. Naja, manchmal darf es eben ein bisschen mehr sein, wie man in Hessen sagt. Ja, genau. Ja, und da war es doch für heute schon. Aus dem Alpha-Quadranten und dem Noppenstein-Studio. Ja. Demnächst gibt es noch mehr. Ja, denn Noppensteine kann man nie genug haben. Und wir wünschen euch schon mal viel Spaß beim Bauen. Ich habe viel Musik im Kopf. Ich von ihm. Ja, gut. Ja, war klar. Ne? Immer. Immer. Wenn ich ihn sehe, immer. Immer. Diese Szene geht mir nicht aus dem Kopf. Hallo AFOPS. Willkommen. Ja, jetzt habe ich es versaut. Outtake. Outtake.